Na Leute, ich glaube, er weiß schon, wo ich bin. Offensichtlich in London. Aber Moment, ich glaube, hier stimmt doch was nicht. Und jetzt, los geht's. London begrüßt mich mit einem trüben Himmel und starkem Wind. Gut, dass ich mental und physisch darauf vorbereitet bin. Ziemlich schnell merke ich, dass ich, obwohl ich an viele Kleinigkeiten gedacht habe, andere Steckdosentypen gar nicht berücksichtigt habe. Was für ein Anfängerfehler. Aber so stoße ich auf einen Wochenendmarkt in der Nähe der Liverpool Street Station. Da ich nach dem Flug und der Ankunft etwas müde bin, lasse ich heute große Abenteuer aus. Stattdessen erkunde ich die Umgebung und mache mich auf den Weg zu einem wunderschönen holländischen Park. Dort befindet sich der beliebte Kyoto-Garten mit einem kleinen Wasserfall und Koi-Karpfen im Teig. Für den ersten Tag habe ich mir vorgenommen, möglichst viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Meistens brauche ich bei fast jeder Reise 1 oder 2 Tage, um mich an die neue Umgebung zu gewöhnen und die Flut der Eindrücke und neuen Emotionen zu verarbeiten. In dieser Phase bin ich in der Regel ziemlich überfordert und habe noch keine klare Vorstellung davon, worum es in meiner Geschichte gehen wird. Doch als ich das majestätische Bauwerk des Big Ben gesehen habe, wurde mir klar, warum diese Stadt Menschen aus den verschiedensten Ecken der Welt so anzieht.
Auf dieser Reise habe ich, das verrate ich euch jetzt schon, unverschämt viel Kaffee getrunken. Schuld daran ist die riesige Auswahl an Cafés aller Art in London. Mit ihrem Ambiente und Angebot haben sie mich richtig gelockt. Man muss zugeben, dass große Städte viel zu bieten haben. Viel zu viel. Zum Abendessen bin ich spontan in einem koreanischen Hotpot-Restaurant gelandet. Hier überraschen nicht nur die frischen und abwechslungsreichen Zutaten, sondern auch die Preise. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr nicht zu zweit oder in einer Gruppe kommt, wird es echt wehtun. Meinen zweiten Tag beginne ich natürlich wieder mit einem Kaffee. Heute bin ich in einem schönen Café im Soho-Viertel. Hier trifft perfektes Holzdesign auf leckere Getränke. Für einige Zeit saß ein sehr gut aussehender Herr im Businessanzug neben mir. Allein dafür ist ein Besuch in London lohnt. Meine große Empfehlung für all jene, die sich so wie ich noch nicht vollständig von den hochpreisigen Erlebnissen des ersten Tages in London erholt haben, sich aber für Geschichte und Kunst aus verschiedenen Epochen und Regionen interessieren, ist das Victoria and Albert Museum, dessen Eintritt frei ist. Über mehrere Stockwerke verteilt findet man hier eine äußerst beeindruckende Sammlung von Skulpturen, Gemälden, Keramiken und vielen weiteren Exponaten aus aller Welt. Besonders sehenswert ist die Schmuckkollektion des Museums.
Muss man eigentlich erwähnen, dass das Wetter in London ebenso ist, wie das Wetter in London eben ist? Am Abend hat sich der Himmel für ein paar Stunden aufgeklärt und die Sonne gezeigt. In diesen Tagen ist mir aufgefallen, dass das Wetter hier sehr wechselhaft ist. Und man darf nicht vergessen, ich lebe eigentlich in Hamburg. Im Vergleich zu London können wir Hamburger uns über ziemlich stabiles Wetter freuen. Wenn ihr euch, so wie ich, beim Gedanken an London hübsche schmale Gassen mit schönen Häuschen und Gärten vorstellt, solltet ihr unbedingt nach Hampstead fahren. Hier kann man die Atmosphäre einer gemütlichen englischen Kleinstadt wirklich spüren und dem Trubel der touristischen Orte entfliehen.
Auch die Cafés hier sind klein, nett und gemütlich. Man vergisst, wie die Zeit rennt und genießt den Moment des Daseins. Als ich mich weiter ins Herz von Hampstead bewegte und in die wunderschöne Natur des Hampstead Heath Parks eintauchte, entdeckte ich das ehemalige Landhaus Kenwood House aus dem 17. Jahrhundert mit seiner eindrucksvollen Sammlung alter Gemälde und Mobilstücke. Der Eintritt ist frei und dennoch ist es ein sehr ruhiger und wenig besuchter Ort, genau nach meinem Geschmack. Da ich in den letzten Tagen ziemlich viel Kaffee getrunken habe, habe ich beschlossen, diesmal darauf zu verzichten. Schließlich darf man nicht vergessen, wofür Großbritannien besonders bekannt ist, den klassischen Cup of Tea. Für den perfekten Teegenuss habe ich mir eine passende Location mit leckeren frisch gebackenen Scones und einem gemütlichen Ambiente ausgesucht. Ein weiterer Ort, der einen Besuch unbedingt wert ist, wenn man schon in der sogenannten Stadt der Literatur ist, befindet sich etwas außerhalb von London. Anbei verrate ich euch ganz geheim, wie man am besten dorthin kommt.
Am 1. September sollte man sich kurz vor 11 Uhr zum Bahnhof King's Cross begeben. Dort sucht man nach Gleis 9 und 3/4, das zwischen den Gleisen 9 und 10 verborgen liegt. Genauer gesagt gibt es dort eine unscheinbare Mauer, durch die man hindurchgehen muss. Nur so gelangt man auf den Bahnsteig, auf dem der berühmte Hogwarts Express bereits auf die Schülerinnen und Schüler wartet, um sie zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu bringen. Neben den vielen interessanten und interaktiven Ecken hier hat man auch die Möglichkeit, auf einem echten Besen zu fliegen. Was glaubt ihr, habe ich die Flugprüfung bestanden? Das allberühmte Butterbier habe ich natürlich auch probiert. Schmeckt sehr gut. Mit der Zeit gewöhnt man sich an den ständigen Regen und dieses melancholische Wetter fängt sogar an zu gefallen.
Westminster Abbey ist für mich, vor allem wegen des gotischen Baustils, eine unglaublich schöne Sehenswürdigkeit in London, die aber auch eine große historische Bedeutung hat. Seit 1066 wurde hier fast jeder englischer und später britischer Monarch gekrönt. Mit dem Bau der Kirche in ihrer heutigen Form wurde 1245 unter König Heinrich III. Begonnen. Die Arbeiten zogen sich allerdings über viele Jahrhunderte hin. Die nächste bedeutende Erweiterung der Abtei war der Bau der prächtigen Lady Chapel durch Heinrich VI., die der Historiker John Leland aus dem 16. Jahrhundert als Wunder der Welt bezeichnete. Sie ist ein großartiges Beispiel für spätmittelalterliche Architektur und beeindruckt mit ihrer spektakulären Fächergewölbedecke. In den Nischen an den Wänden sind zudem noch fast 100 Heiligenstatuen erhalten. Wenn ich während meines London-Trips nicht die berühmte Abbey Road und die Abbey Road Studios besucht hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht ich selbst. Denn hier wurden die größten Hits einer der besten Rockbands aller Zeiten, zumindest für mich als großen Fan, aufgenommen. Später schaue ich mir den bekannten Stadtteil Camden Town an. In der engen Reihe bunter Häuser befinden sich kleine spannende Läden voller Souvenirs, Schmuck und viele andere Dinge. Und schon wenige Schritte weiter kommt man zum nächsten Shoppingspot, einem überdachten Markt, auf dem es alles Mögliche gibt, was man nur gebrauchen kann. Als Fashion-Enthusiastin finde ich die große Auswahl an Kleidern in alternativen und außergewöhnlichen Stilrichtungen echt großartig. Da kann man schwer ohne Ausgaben heimgehen.
Heute hat mich mein Weg auf die Isle of Dogs geführt und ich muss zugeben, dieser Stadtteil entspricht wirklich ganz meinem Geschmack. Glänzende Häuser mit cooler moderner Ästhetik, Corporate Work Vibes und natürlich Specialty Kaffee. Der Flat White hier ist definitiv mein Favorit. Canary Wharf ist eines der Viertel auf der Isle of Dogs und das zweite Finanzzentrum Londons. Es hat sich durch privates Kapital in der ehemaligen Hafenanlage schnell entwickelt. Hier stehen 3 der höchsten Gebäude des Vereinigten Königreichs: One Canada Square, HSBC Tower und Citigroup Center. Let's slow it down. In London scheint wieder die Sonne und meine Reise geht langsam zu Ende. Vom London Eye aus blicke ich ein letztes Mal auf die Stadt. Ich betrachte aus der Vogelperspektive die beeindruckende Skyline und die markanten Gebäude, bevor ich mich von dieser unglaublichen, vielfältigen und dynamischen Metropole verabschiede. London pulsiert vor Leben, hat eine lange und reiche Geschichte und jeden Tag entstehen neue Geschichten. Diese Stadt ist einzigartig, faszinierend und unvergesslich. Wenn ich jetzt auf meine Reise zurückblicke, kommt sie mir viel zu kurz vor. Denn es gab noch so viel Schönes und Aufregendes zu entdecken und so viele Orte, die ich gerne noch gesehen hätte. Doch wie bei vielen guten Geschichten endete auch diese nicht mit der letzten Zeile im Buch. Sie lebt weiter und wartet darauf, ihre Fortsetzung zu finden. Und ich bin mir sicher, eines Tages wird diese Geschichte einen neuen Abschnitt beginnen.
Ich bedanke mich, dass ihr mich auf diese Reise begleitet habt und bis zum nächsten Mal.